Du räumst eine Fläche leer. Und ein paar Tage später sieht sie wieder aus, als hätte sie heimlich Zeug bestellt. Der Stuhl im Schlafzimmer, die Kommode im Flur, der Esstisch, diese eine Ecke in der Küche, die offenbar als inoffizieller Flughafen für Gegenstände dient. Und das Verrückte ist, du hast das ja nicht absichtlich gemacht. Niemand steht morgens auf und denkt, heute verteile ich mal halbbewusst mein Leben in kleinen Haufen. Trotzdem passiert es, immer wieder. Und meistens denken wir dann, ich bin zu chaotisch, zu inkonsequent, zu undiszipliniert. Aber oft stimmt das gar nicht, denn viele Haufen sind keine Unordnung. Sie sind vertagte Entscheidungen mit Wohnrecht. Und genau darüber reden wir heute. Warum sich bei dir immer wieder Zeug sammelt und was wirklich dahinter steckt. Fast jeder hat zu Hause so einen Zeugmagneten, einen Ort, an dem Dinge landen, die gerade nirgendwo so richtig hinpassen. Oder bei denen dein Gehirn kurz beschlossen hat, dafür bin ich heute nicht zuständig. Im Internet gibt es dafür inzwischen sogar einen Begriff: Doom Piles. Also Haufen aus Post, Kleidung, Kabeln, Tascheninhalt, Zetteln und dieser einen Sache, bei der du bis heute nicht weißt, warum sie überhaupt auf dem Esstisch liegt. Interessant an diesem Begriff ist vor allem, er existiert nur, weil so viele Menschen das Problem kennen. Du bist also nicht allein. Aber noch wichtiger, oft ist das gar kein reines Aufräumproblem. Es ist ein Alltagsproblem, das sich in Gegenständen zeigt, denn Zeug sammelt sich selten einfach so. Es sammelt sich dort, wo Entscheidungen stecken bleiben, wo Energie fehlt, wo etwas keinen guten Platz hat oder wo dein Alltag schneller ist als dein System. Und genau da liegt die eigentliche Tür im Kopf. Stopp! Lass uns kurz anhalten und aufhören, den Haufen sofort als Beweis zu sehen, dass mit dir etwas nicht stimmt. Denn der Haufen ist oft nur das, was man am Ende sieht. Angefangen hat das Problem meistens viel früher. Kleine Szene. Du kommst nach Hause, nimmst die Post aus dem Briefkasten, legst den Schlüssel hin, die Tasche auch, stellst noch schnell den Einkauf ab, ziehst den Pulli aus, weil dir warm ist. Dann klingelt das Handy. Irgendwer will was. Im Kopf läuft schon der nächste Punkt. Und zack, da liegt er wieder. Dieser kleine Haufen, der gar nicht nach viel aussieht, aber erstaunlich gut zeigt, wie viele Dinge gleichzeitig in dir unterwegs waren. Das ist nicht Faulheit in hübscher Verpackung, das ist Alltag ohne gute Landebahn. Die 3 Kräfte dahinter. Erstens, Entscheidungsmüdigkeit. Jeder Gegenstand ist eine Mini-Entscheidung. Der Brief ist keine Post, er ist eine Aufgabe. Der Pulli ist kein Kleidungsstück, er ist die Frage, nochmal anziehen, weglegen oder waschen? 10 Mini-Entscheidungen hintereinander sind irgendwann nicht mehr Mini. Dein Gehirn schaltet auf Parken. Zeug sammelt sich nicht nur im Raum, es sammelt sich dort, wo Entscheidungen stecken bleiben. Zweitens, ein voller Kopf. Wenn dein Kopf voll ist, werden selbst einfache Dinge schwer. Bring das mal eben weg, ist plötzlich kein kleiner Schritt mehr, sondern noch eine Sache, noch ein offener Kreis. Drittens, Flächen ziehen Dinge an. Freie Flächen sind nicht neutral, sie sind Angebote. Eine leere Kommode sagt nicht, bitte bleib leer. Sie sagt, na komm, nur kurz. Küchenzeile, Esstisch, Stuhl, das sind oft keine Möbel mehr. Das sind Wartesäle für ungeklärte Kleinigkeiten. Humormoment. Und ja, wir müssen kurz über den Stuhl reden. Diesen legendären Stuhl im Schlafzimmer, der offiziell ein Möbelstück ist, praktisch aber eine diplomatische Übergangszone zwischen noch tragbar, nicht mehr ganz frisch, zu schade für den Schrank und darüber reden wir morgen. Manche haben zusätzlich die berühmte Tasche, die mit Kassenbon, Lippenpflege, einem halben Müsliriegel, 3 losen Zetteln und dem einen wichtigen Dokument, das seit Tagen vermisst wird. Das ist kein persönliches Versagen. Das ist ein System, das ohne Erlaubnis entstanden ist. Sort. Jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil. Nicht alles, was herumliegt, liegt aus dem gleichen Grund herum. Ein Gegenstand ist oft nicht nur ein Gegenstand, er ist manchmal eine Entscheidung oder ein schlechtes Gefühl oder eine Hoffnung oder ein kleines Stück Überforderung, das gerade keine Sprache hatte. Und wenn man das einmal sieht, wird aus »Warum bin ich so?« eine viel hilfreichere Frage. Was ist das hier eigentlich gerade für eine Art von Ding? Ich würde diese Haufen in 4 Gruppen sortieren. Erstens, die Schulddinge. Das sind Dinge, bei denen Schuld mit im Karton sitzt. Der teure Fehlkauf. Das Geschenk, das du nie benutzt hast.
Das Gerät, das mal eine gute Idee war. Du behältst sie nicht, weil sie nützlich sind. Du behältst sie, weil Weggeben sich anfühlt wie Fehler zugeben. Aber ein Gegenstand wird nicht wertvoller, nur weil er dich schlecht fühlen lässt. 2. Die Hoffnungs- und Erinnerungsdinge. Das sind 2 Varianten vom selben Muster. Einmal Zukunft, einmal Vergangenheit. Zukunft? Kleidung, die irgendwann wieder passen soll. Material für ein Hobby, das du eigentlich schön findest. Das Kabel, das du vielleicht mal brauchst. Dinge für ein Leben, das gerade eher geplant als gelebt wird. Vergangenheit. Erinnerungsstücke. Eine Person, eine Phase, eine ältere Version von dir. In beiden Fällen hängst du selten am Ding. Du hängst an der Zeit, die daran befestigt ist. Und deshalb fühlt sich Loslassen oft größer an, als es objektiv ist. Manche Dinge behalten wir nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil wir nicht mögen, was ihr Weggeben bedeuten würde. 3. Die aufgeschobenen Briefe, Unterlagen, Formulare. Sachen, die nicht einfach weggeräumt werden wollen, sondern Aufmerksamkeit verlangen. Diese Dinge liegen oft nicht herum, weil sie unwichtig sind, sondern weil sie genau das Gegenteil sind. Wichtig genug, dass dein Gehirn sie nicht mal eben nebenbei erledigen will. Manche Haufen sind keine Unordnung. Sie sind Aufgaben, die man fühlen kann, bevor man sie anfasst. 4. Die Erschöpfungsdinge. Und dann die ehrliche Variante. Du warst müde, der Tag war voll, dein Akku war leer und der Pulli hat es nicht mehr bis zum Schrank geschafft. Nicht jedes Ding braucht Tiefenpsychologie. Manches ist einfach Erschöpfung in Gegenstandsform. Und das ist wichtig, weil viele sich an genau dieser Stelle unnötig hart beurteilen. Der Perspektivwechsel. Und jetzt kommt wahrscheinlich der wichtigste Satz im ganzen Video. Der Haufen ist oft kein Beweis für deinen Charakter. Er ist ein Hinweis auf deine Reibung. Er zeigt dir, wo dein Alltag zu viele Entscheidungen verlangt, wo Dinge keinen guten Platz haben, wo Gefühle mit herumliegen und wo dein System nur an guten Tagen funktioniert. Und wenn ein System nur dann klappt, wenn du ausgeschlafen, motiviert und innerlich komplett sortiert bist, dann ist es kein Alltagssystem. Dann ist es eine Schönwetterlösung. Step. Jetzt die gute Nachricht. Du musst nicht dein ganzes Zuhause umkrempeln. Und du musst auch nicht ab morgen ein neuer Mensch werden. Such dir einen einzigen Zeugmagneten aus und stell nur diese 3 Fragen. 1. Was landet hier immer wieder? 2. Warum genau hier? 3. Was fehlt, damit es leichter wird? Das ist der Kern, nicht wie werde ich endlich ordentlich, sondern was versucht mir dieser Haufen über meinen Alltag zu sagen? Beispiel, der Esstisch ist ständig voll. Was landet hier? Post, Tascheninhalt, Zettel, Medikamente, Ladezeug. Warum hier? Weil zentral, weil sichtbar, weil man es sonst vergisst. Was fehlt? Vielleicht eine kleine Postablage, ein fester Platz für Tascheninhalt. Eine ehrlichere Lösung als die stille Hoffnung, dass alles sich von allein verteilt. Das ist der Unterschied zwischen Druck und System. 2 Entscheidungsentlastungen für den Alltag. 1. Eine kleine Landestation. Vor allem an typischen Hotspots wie dem Flur. Nicht groß, nicht als neue Sammelfläche, sondern klar begrenzt. Schlüssel, Brille, Kopfhörer, Post. Was oft landet, bekommt absichtlich einen Platz. Denn wenn du keinen offiziellen Landeplatz hast, entstehen wilde Siedlungen. 2. 10 Minuten Wartung statt Aufräummammut. Kein Großprojekt, kein Heute bringe ich mein Leben in Ordnung. Einfach ein Timer. 10 Minuten, ein Hotspot, mehr Wartung, weniger Weltrettung. Und weil Wege Reibung erzeugen, gilt leider auch, wenn der richtige Platz zu umständlich ist, gewinnt der falsche Platz. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil Reibung einfach so wirkt. Mach es also nicht schöner in der Theorie, mach es leichter in der Praxis. Fazit. Wenn sich bei dir immer wieder Zeug sammelt, heißt das nicht automatisch, dass du chaotisch bist. Es kann heißen, dass dein Kopf voll ist, dass dein Alltag zu viele offene Schleifen produziert, dass Dinge emotional schwerer sind, als sie aussehen. Oder dass dein Zuhause an manchen Stellen keine gute Landebahn bietet. Der Haufen ist dann nicht der Feind. Und auch nicht dein Charakterzeugnis. Er ist eher eine Nachricht. Nicht besonders elegant überbracht, zugegeben, aber immerhin ehrlich. Vielleicht musst du also nicht härter gegen dich werden. Vielleicht brauchst du an manchen Stellen keine bessere Moral,
sondern einfach ein besseres System. Denn Druck macht selten klarer. Verstehen schon. Und manchmal beginnt Ordnung nicht damit, dass endlich alles weg ist, sondern damit, dass du aufhörst, jeden Haufen als Beweis gegen dich zu lesen. Mich würde wirklich interessieren, wo ist bei dir der größte Zeugmagnet? Der Stuhl, der Esstisch, die Küchenzeile, der Flur oder diese eine Tasche, in der offenbar ein komplettes Nebenleben stattfindet? Schreib's gern in die Kommentare. Ich wette, sehr viele erkennen sich wieder. Und wenn du bei Systeme statt Disziplin weiter dabei sein willst, abonnier gern den Kanal. Hier geht es nicht darum, perfekt zu funktionieren, sondern darum, das Leben Stück für Stück leichter zu machen.